In diesem Video werde ich euch meine bilinguale Sprachlernmethode Translation Cubed erklären. Was ist denn Translation Cubed und warum heißt die Methode so? Die Methode heißt Translation Cubed, weil es 3 Übersetzungslevel gibt. Das erste Übersetzungslevel ist die Satzübersetzung. Das bedeutet, dass man eine idiomatische Übersetzung von jedem Satz in dem Text, den man sich anguckt, in seine Muttersprache bekommt. Bei dem ersten Satz, den wir hier sehen zum Beispiel, ist die Übersetzung ins Englische: „With effective methods, German is much easier to learn." Mit effektiven Methoden ist Deutsch viel leichter zu lernen. Dank dieser Übersetzung verstehe ich die Intention des Satzes sofort. Ich weiß ganz genau, was mit diesem Satz gemeint ist. Das zweite Übersetzungslevel ist die Wortübersetzung. Das bedeutet, dass ich eine wortwörtliche Übersetzung von jedem Wort in meine Muttersprache bekomme. Bei dem zweiten Satz sehen wir zum Beispiel, dass das deutsche Wort Dank ins Englische übersetzt wird, und zwar mit 2 Wörtern und nicht mit einem. Thanks to. Verstehst, das deutsche Wort verstehst, wäre im Englischen you understand, weil dieses Wort eben impliziert, dass man in der zweiten Person Singular redet. You understand. Und natürlich auch informell, ne? Zweite Person Singular, informell. Und so weiter und so fort. Das heißt, dank dieser Übersetzung, dieser wortwörtlichen Übersetzung, verstehe ich ganz genau, was jedes Wort bedeutet. Nicht nur, was der Satz bedeutet, sondern was jedes Wort bedeutet. Okay, diese Methode ist natürlich sehr praktisch, wenn man sehr lange Sätze hat, vor allem wenn man noch nicht so fortgeschritten ist in der jeweiligen Sprache, in diesem Fall Deutsch natürlich, weil man trotzdem alles versteht. Man versteht den ganzen Satz und man versteht auch jedes einzelne Wort. Das ist vor allem bei deutschen Sätzen, bei langen deutschen Sätzen, die ja teilweise sehr typisch sind, ist wirklich einfach sehr, sehr praktisch, ne? Ich muss nichts im Wörterbuch nachschlagen. Ich habe einfach auf Anhieb alle Wörter schon übersetzt in meine Sprache. Diese Übersetzung funktioniert natürlich auch in andere Sprachen. In diesem Fall sind das dieselben deutschen Sätze, aber mit Übersetzungen auf Level 1 und Level 2 ins Spanische. Und es ist natürlich jede Sprachenkombination möglich. Auf der linken Seite sehen wir Polnisch, Schwedisch und auf der rechten Seite Deutsch, Chinesisch. Also eine wirklich sehr vielseitig einsetzbare Methode. Okay, und was ist das dritte Level, die Active Reverse Translation? Active Reverse Translation bedeutet, dass man die deutschen Wörter versucht zu reproduzieren, und zwar anhand der wortwörtlichen Übersetzungen ins Englische in diesem Fall, in die eigene Muttersprache. Das bedeutet, dass ich mir jedes einzelne Wort in meiner Muttersprache angucke und ich versuche dabei, mich an das deutsche Wort, das entsprechende deutsche Wort zu erinnern. Warum ist das praktisch? Warum ist das effektiv? Weil ich den grammatikalischen Kontext schon vor Augen habe und dadurch wird die sogenannte kognitive Last, also die Schwierigkeit der Übung, um ein Vielfaches reduziert. Diese Übung ist besonders gut, wenn man sein Wortgedächtnis trainieren möchte, aber auch die Grammatik und das fließende Sprechen. Und das Ziel ist, dass man den ganzen Satz aus dem Gedächtnis frei sprechen kann am Ende der Übung. So, und das war's. Ich hoffe, dass dieses Video euch geholfen hat, die Translation Cubed Methode besser zu verstehen. Und wir sehen uns im Kurs. Mach's gut.